Hallo zusammen, im heutigen Tutorial zeige ich euch, wie man einen Mousse-Reifen montiert. Für dieses Tutorial benötigt ihr etwa 20 Minuten, beim ersten Mal sicherlich etwas länger. Ihr könnt das für alle 17 oder 19 Zoll Reifen oder Radgrößen anwenden. Der Vorteil ist ganz sicher darin, ihr habt nie mehr einen Platten. Der Nachteil, ihr könnt den Druck nicht selbstständig einstellen, da er von dem Mousse her gegeben ist. Benötigt für dieses Tutorial werden folgende Teile. Sicherlich das Rad, der Technomousse und den dazugehörigen Schäl, eine Reifenklemme, ein Ventil, das wir selber aus einem alten Schlauch gebaut haben, Felgenband, Reifenmontierpaste und ein ganzes Sammelsurium an Montagehilfen, um den Reifen auch sicher auf die Felge zu ziehen. Der Technomousse wird in einer Größe ausgeliefert, diese ist aber kompatibel für 17 oder 19 Zoll Räder. Bei einem 19 Zoll Rad kann er ganz einfach so montiert werden, bei einem 17 Zoll Rad müssen wir ihn noch einkürzen. Ihr seht auf dem Mousse die Bezeichnung 19 ist hier, für 17 Zoll hat es hier eine Kerbe, hier müssen wir einmal durchtrennen. Dies kann ganz einfach mit einem Cutter gemacht werden. Nun ist der Mousse vorbereitet für eine 17 Zoll Felge. Ihr seht auch gleich hier den Vorteil. Im Prinzip ersetzt der Bipmousse den Schlauch. Und bei diesem ist es so, der ist aus einem vollen Gummi. Und wenn jetzt eine Schraube, eine Glasscherbe oder sonst etwas hineinsticht, ist das überhaupt kein Problem. Also auch ein Schnitt spielt absolut keine Rolle. Der Druck bleibt immer gleich. Nun müssen wir den Technomousse mit dem dazugelieferten Schäl einreiben. Dieser verhindert das Austrocknen und Aushärten des Mousse. In jedem Set ist eine ganze Tube dabei und es sollte praktisch die ganze Tube verwendet werden. Ich empfehle euch, zieht Gummihandschuhe an und alte Kleider, da es am Schluss überall klebt. Sobald ihr den Mousse einmal rundherum eingeschmiert habt und er überall schön glänzt, könnt ihr ihn auf die Seite stellen und das Rad vorbereiten. Nun bereiten wir die Felge vor, um anschließend den Technomousse zu montieren. Die Felge wurde bereits gereinigt, entfettet und ist nun sauber. Jetzt montieren wir ein Felgenband. Dies dient nicht zum Schutz des Schlauches, sondern um das Eindringen von Dreck zu verhindern. Ich habe hier ein selbstklebendes Felgenband genommen, um die Felge abzudichten. Ich beginne mit dem Loch beim Ventilloch und arbeite mich einmal rundherum. Falls ihr mit eurem Rad auf der Straße fahren wollt, genügt einfach eine Lage Felgenband. Da wir unser Rad im Cross benutzen, werde ich noch eine Lage Isolierband um das Felgenband herumziehen, so dass das Stoffband sicher nicht verrutschen kann. Nun ist das Felgenband und das Isolierband fix montiert. Was wir nur noch machen müssen, sind die Löcher für das Ventil und die Reifenklemme aufschneiden. Das Lochbohren für die Reifenklemme haben wir bereits in einem vorhergehenden Tutorial gezeigt. Ich kann ganz einfach mit einem Messer oder Cutter das Loch fühlen und anschließend einmal durchschneiden. Sobald ihr das erste Loch geschnitten habt, könnt ihr das Ventil, welches wir aus einem alten Schlauch herausgeschnitten haben, einsetzen. Ich löse hier alles, was auf dem Gewinde ist, also auch die unterste Mutter und die Unterlagscheibe, und habe nun ein leeres Ventil, welches ich in die Felge einsetze. Nun könnt ihr die Unterlagscheibe und die Mutter wieder ansetzen und gut anziehen. Wenn das Ventil eingesetzt ist, können wir das gleiche auf der anderen Seite auch noch einmal machen für die Reifenklemme. Auch hier setzen wir nach dem Schneiden des Loches gleich die Reifenklemme ein. Diese wird aber nicht angezogen, sondern die Mutter nur angesetzt. Nach Lehrbuch ist es so, dass wir den Technomousse in den Reifen einsetzen und anschließend beides zusammen auf die Felge ziehen. Jedoch ist dieser Reifen etwas klein, deshalb ziehen wir zuerst den leeren Reifen zur Hälfte auf die Felge, setzen den Technomousse anschließend ein und hebeln dann den Reifen auf die Felge. Um den Reifen vorzubereiten, nehmen wir die Etikette weg und streichen erstmal eine Seite
mit Reifenmontierpaste ein. Achtet dabei schon auf die Drehrichtung, ist bei einem Crossreifen sicherlich nicht das Wichtigste, aber auf der Straße sehr wohl. Um den Reifen aufzuziehen, gibt es einen einfachen Trick. Wir gehen mit dem Reifen ins Felgenbeet, so dass wir ihn auf der anderen Seite über das Felgenhorn ziehen können. Anschließend wird er auf der Felgenschulter hier aufliegen. Somit könnt ihr euch den großen Kraftaufwand sparen, den Reifen auf der Felgenschulter zu haben und auf der anderen Seite übers Felgenhorn ziehen zu müssen. Wir ziehen nun den Reifen zur Hälfte auf die Felge. Ich beginne bei der Reifenklemme und arbeite mich dann zum Ventil vor. Die Reifenklemme haben wir ganz gelöst, so dass wir einen großen Abstand zwischen Reifenklemme und Felge haben. Diese setze ich erst zwischen den Reifen ein und heble nun die Felge in den Reifen. Ich arbeite nun mit zwei langen Reifenhebel und gehe gleichmäßig bis zum Ventil. Nun haben wir den Reifen zur Hälfte auf die Felge aufgezogen und können den Muss einsetzen. Dies ist ein richtiger Kraftakt. Nehmt euch dafür Zeit, gute Gummihandschuhe und macht dazwischen auch mal eine Pause. Es ist wirklich anstrengend. Ich beginne wieder bei der Reifenklemme und arbeite mich Stück für Stück rundherum. Keine Angst, wenn der Reifen vom Bitmus Schäl vollgeschmiert wird. Dies können wir später wieder abreiben. Der Tecnomus ist nun eingesetzt, aber noch nicht über dem Felgenhorn. Normalerweise einen Schlauch, der keine Luft drin hat, kann man einfach reinlegen. Beim Muss ist es halt so, dass wir die Reifenhebel dafür nutzen und ihn Stück für Stück über die Felge ziehen. Ich beginne wieder bei der Reifenklemme und arbeite mich rundherum. Wie ihr seht, kann er auch auf einer Hälfte wieder herausrutschen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Man hebelt ihn ganz einfach wieder mit dem Hebel in die Felge. Falls es euch zu anstrengend ist und ihr mal eine Pause machen müsst, könnt ihr unsere Reifenmontierhilfe einfach einstecken und einmal ganz beruhigt durchatmen, neue Kräfte sammeln. Die Reifenmontagehilfe wird ganz einfach über das Felgenhorn gehängt. Und anschließend auf einer Speiche arretiert. Somit wird euch der Reifen an Ort und Stelle gehalten und ihr könnt alles loslassen und einmal verschnaufen. Wenn ihr eine Pause gemacht habt, etwas Kraft aufgetankt habt, kommen wir noch zum großen strengen Teil, der letzte Drittel. Hierfür werde ich mit den Abständen von Reifenhalter immer kürzer werden und es ist doch einige Kraft nötig, um alles sauber in die Felge zu bringen. Der Tecnomus ist nun in der Felge montiert. Jetzt kommen wir dazu, den Reifen über das Felgenhorn zu ziehen, und zwar auf der zweiten Seite. Jedoch haben wir momentan ein rechtes Gesalbe mit dem Mousse-Schäl. Diesen reinigen wir weg und schmieren den Reifen ein mit normaler Montagepaste. Mit einem trockenen, sauberen Lappen ganz einfach den Mousse-Schäl wegreiben. Ich habe den Mousse-Schäl lediglich dort weggeputzt, wo der Reifen in die Felge hineinkommt. Die äußere Seite können wir später immer noch reinigen. Nachdem der Reifen rundherum gereinigt ist, nochmals Reifenmontagepaste auf den Reifen auftragen. Wir arbeiten hier mit dem Motto viel hilft viel. Je mehr ihr das Ganze schmiert, umso einfacher geht die Montage. Nun kommen wir zum absolut strengsten Teil. Der Reifen muss komplett über das Felgenhorn. Ich beginne wiederum bei der Reifenklemme, habe hier die Montagehilfe bereits angehängt und kann nun
gleichmäßig rundherum den Reifen über die Felge ziehen. Ich benutze wieder die langen Reifenhebel und arbeite mich Stück für Stück vor. Falls ihr schöne Felgen habt oder reluxierte Felgen, die ihr auf keinen Fall zerkratzen wollt, empfehle ich euch die Nylonschützer, welche auf das Felgenhorn gezogen wird. Jedoch ist bei der Montage eines Mousse sehr wenig Platz da und es gibt ein Gewürge. Seid deshalb sehr vorsichtig mit den Reifenhebel, nicht, dass ihr die Felge unnötig zerkratzt. Wenn ihr den Reifen über das Felgenhorn zieht, achtet darauf, dass ihr nicht nur einfach über das Felgenhorn drüber geht, sondern drückt den Reifen auch gleich ins Felgenbeet. Somit habt ihr auf der gegenüberliegenden Seite mehr Platz, um zu arbeiten. Ein weiterer Vorteil des Technomousse ist, ihr müsst mit den Reifenhebeln nicht aufpassen, den Schlauch zu zerstechen. Wir haben ja schließlich keinen Schlauch, der ein Loch kriegen könnte. Wie ihr seht, ist der Reifen nun einmal über das Felgenhorn gezogen. Die Reifenmontagehilfe ist noch montiert, diese kann nun weggenommen werden. Danach werden wir die ganze Felge reinigen, hoffen, dass es keine Kratzer gegeben hat und dann weitermachen. Um die Reifenmontagehilfe abzunehmen, benutze ich einen Reifenmontierhebel, fahre ein, hebe diesen an und setze ihn neben die Speiche. Sobald er gelöst ist, kann er einfach aus dem Reifen gezogen werden. Nun reinigen wir die Felge und den Reifen vom Mousse Schäl, welcher noch auf der Felge hängt, und der Reifenmontagepaste auf dem Reifen. Der Reifen ist nun auf der Felge mit dem Technomousse im Innern. Nun ziehen wir die Reifenklemme an und bereiten das Ventil noch einmal vor. Die Reifenklemme darf ziemlich fest angezogen werden. Wir haben ja schließlich keine Angst, dass etwas vom Schlauch eingeklemmt ist und wir anschließend einen Platten haben. Falls der Reifen nicht überall auf die Felgenschulter springt, können wir nun mit etwas Druckluft den Reifen springen lassen. Unser Technomousse ist so hart und voll, dass der Reifen schon auf der Felgenschulter ist. Somit können wir uns das Luftgeben sparen. Um nun in den Fahrbetrieb zu gehen, nehmen wir ganz einfach eine Ventilkappe und schrauben diese drauf. Ganz einfach, um das Eindringen von Dreck und Schmutz zu verhindern. Nun sind wir auch schon am Ende. Der Technomousse ist montiert. Ihr seid bereit für die nächste Ausfahrt, für das nächste Rennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.